Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vampire. Ja, wir sind schon bei Folge 8 angelangt. Ich denke mal, wir neigen uns dem Ende von dem Spiel. Nichtsdestotrotz gibt es noch wichtige Entscheidungen zu treffen. Also, wollen wir mal gleich mal reingehen. Wir haben jetzt 2 Leute bewusst umgewandelt in Vampire. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Einmal unseren Vampirjäger und unseren Dr. Swansea. Jetzt haben wir die Aufgabe, das Gegenmittel zu beschaffen für die Epidemie. Dafür bräuchten wir einen Tropfen von William Marshalls Blut, dann König Arthurs Blut und wir suchen nach Insulin. Ja, bin ich mal gespannt. Hat sich was in den Bezirken geändert? Das ist die Frage der Fragen. Ich denke nicht. Nein, das sieht ganz gut aus. Wir hätten jetzt hier noch eine Nebenmission für Clarence Crossley. Und oder auch Mason Swanborough, aber ja. Die Blindenschriftnotizen haben wir noch nicht gefunden tatsächlich. Den Rest haben wir alles erledigt. Ich denke mal, wir könnten heute diese hier machen noch. Ich will doch schon noch wissen, wie das mit Crossley ausgeht. Gucken wir mal. Sofern wir Hinweise auf der Karte haben, ne? Wenn wir jetzt hier keine Hinweise haben, wo wir suchen müssen nach den ganzen Sachen, dann ist das natürlich auch blöd. Ja, sieht ganz anders aus. Aber jetzt kein Hinweis. Eieieiei. Können jetzt hier nochmal mit Dr. Swansea reden. Ja. Aber den Rest wissen wir nicht. Vielleicht haben wir hier noch Hinweise. Mehr Details. Finde, der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Ja, also 3 von 6 haben wir gefunden, aber ja. Soll mir helfen, ihre Präsenz in London zu beweisen, indem ich alle Artikel zusammentrage, die ich über die Ursprünge der verschiedenen Vampirarten finden kann. Ja, ich weiß nicht. Wobei, ich hab's... Oh, warte mal, nicht mehr verfolgen. Aber war das nicht aktiv, ne? Okay, jetzt haben wir da was. Wird es vielleicht angezeigt? Nein. Definitiv not. Okay, na gut, dann lassen wir das mal so nebenbei laufen und machen die Hauptmission. Ist hier jemand? Ja, hier ist jemand. Wer fragt denn? Avery Cork. Wir haben tatsächlich auch noch nicht alle Bewohner hier in diesem Stadtteil gefunden, ne? Ich frage mich, wo der letzte Typ ist. Muss ja irgendwo sein, ne? Das ist jetzt West End. Warte, wir müssen hier gucken. Da. Oh. Louise Teasdale. Sie ist tot. Aber hier, der fehlt mir. Weiß nicht, wo ich den finde. Sehr, sehr mysteriös. Wir gucken sonst einfach mal rum. Oh Gott, was ist er denn? Tschüss. Ich muss los. Oh, guck mal, den können wir belauschen. Da ist der unbekannte Typ. Ja, schon gefunden. Ja, Wahnsinn. Der ist hier drin. Wie kommen wir hier rein? Aber wir machen erstmal den Handlanger des Teufels hier tot. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Naja, hast du nicht mit gerechnet, ne? Eine Ausdauer mehr, scheiße. Okay, der war ziemlich einfach. Fällt einfach nicht um, doch jetzt. Okay, der Typ ist auf jeden Fall hier. Wir gehen mal hier lang. Hier nach links. Und dann gucken wir, ob wir ihn hier treffen. So, da ist er. Den können wir auch theoretisch belauschen. Gut, die arbeiten ja nicht... Die arbeiten... Ne, die arbeiten nicht zusammen, okay. Nochmal, für euch habe ich was.
Ja, die lassen wir mal explodieren. Wow. Tut ein bisschen weh. Ja, beiß mich, du kleine Mistmade. Hey, ich will ihn beißen. Das war lecker. Oh. Oh, oh, ich darf nicht sterben. Alter Junge, hör auf damit. Furchtbar. Er ist stark. Oh. Ist doch nur Level 27. So, weg mit dir. Schlingel. Oh, da werden wir hier gleich hart rangenommen, ne? Ganz schlimme Nummer. So, hier drin ist unser Verdächtiger. Den können wir belauschen tatsächlich. Aber jetzt gerade nicht. Na, dann besuchen wir ihn erstmal. So, gehen wir mal rein. Wer ist das überhaupt? Hallo, F. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. Ah. I was imprisoned by this lunatic for several days. Nein. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Ja. Okay. Er ist top gesund. Wir haben keinerlei Hinweise über ihn. Wir können auch nicht mit ihm reden. Komischerweise. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Take care. Was das? Können wir jetzt nochmal mit ihm reden? So normale Sachen Are you sure aufschreiben? you'll manage to reach the West End by yourself, Mr. Kimura? Yes, I'm perfectly capable of defending myself when not ambushed by insane cultists. Okay, alles klar. Haben wir verstanden. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Take care. So, wenn wir schon mal hier im Haus sind, vielleicht finden wir hier gute Sachen. Geld. Oh, Geld brauchen wir jetzt nicht so. Was haben wir hier? Ketzerei des reinen Bluts. Das ist das, was mir noch gefehlt hat, zumindest. Teilweise. Ja. Sehr gut. Haben wir das gefunden. Müsste eigentlich alles, was ich jetzt noch auf Tasche habe, mal verkaufen und gucken, wie viel Schillinge ich herausbekomme. So, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen Teil gefunden von der Nebenmission, ne? Warum die jetzt wieder nicht gehighlightet ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir das wieder verfolgen. So. Ja, jetzt sind nur noch 2 Artikel übrig. Finde, der Schoß der Bestie ist fruchtbar und finde die Überlegenheit der Iken. Ich denke mal, die Überlegenheit der Iken, die könnte ich im Ascalon-Club finden, aber da darf ich ja nicht mehr rein. Der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Könnte man vielleicht in der Kanalisation finden bei den Skulls. Das wären jetzt so meine Vermutungen. Aber letztendlich kann ich das nicht sagen. Ist hier eine Ratte gewesen? Nö. Okay. Da klopft einer. Soll er mal weiter klopfen. Hier kommen wir auch rein. Ja, lass mal rein hier. Fresh water. Fresh As long water? as it's not holy water, I may find some use for it. Ich habe noch nie frisches Wasser gefunden.
Okay, hier können wir aber nichts mitnehmen. Sonst. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja. Aber gut, dass wir hier reingeschaut haben. Quasi wie ein Anatomie-Modell. Auch nicht schlecht. Gut, gut, gut. Wem auch immer dieses Büro gehört, wir haben es geplündert, nicht wahr? Kommt man nicht weiter, aber da hoch komme ich. Wuppdiwupp. Okay, weiter zur Hauptmission, ne? Also ich muss jetzt sowieso nochmal zum Escalon Club. Könnte ich ja nochmal die Augen offen halten, ne? Oh, hier komme ich nicht rein. Oder? Nee. Komme ich oben rein? Ja, das sieht doch gut aus, oder? Machen wir das nochmal. Anwesende Reed-Familie. Okay, das ist mein Versteck. Ja, gut. Wollen wir nochmal mit Mutter reden? Ein letztes Mal vielleicht? Komm. Mutter, ich bin wieder da. Hello again, Mother. Jonathan, back already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Du sollst mich doch nicht suchen. Okay, wir haben keinerlei Hinweise mehr über Goodbye, sie. Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Ich denke mal, den letzten Hinweis kriege ich, wenn ich sie belausche, wie sie mit Avery Cork spricht. Siehst du? Da ist es auch schon. Wir müssen nur die richtige Position finden. Die geht jetzt zu Avery oder so. Oder spricht mit jemand anders. Kann auch sein. Wir verfolgen sie einfach mal. Ah, sie geht da rein. Okay. Da draußen muss ich hin. Das ist schlecht. Mutter, warten Sie kurz. Ich laufe. Ich eile. Wo muss ich rein? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie komme ich da hin? Ah. Da komme ich hin. Da kann ich sie lauschen. Okay. Was macht Mutter denn da? Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date Okay. for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. Ach ja, sie will Enkel haben. Was I soll man machen? understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. Ja, Mutter ist leider ein bisschen delüt geworden. Kann man nichts machen. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. Na, guck mal, hier könnten wir irgendwann mal rein. Wahrscheinlich erst, wenn wir Mutter hops genommen haben. Oder? Ja. Wir sprechen jetzt nochmal mit ihr. Vielleicht finden Hello wir... again, Mother. Jonathan, back up. So. Siehst du wirklich unsere Familie? Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. Ja, ich weiß nicht. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent,
and it makes me so sad. So sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Okay, gut. Haben wir ja alle Informationen für Mutter bekommen. Oh, die werden wir nicht hops nehmen. Nein, 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 nein. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Ja, das kann ich jetzt nicht versprechen. Leider nicht. Bring mir meine Brille. Ich möchte gerne lesen. Was? Soll ich ihre Brille bringen? Ich weiß nicht, wo ihre Brille ist, also lassen wir das mal. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Hier sind wir richtig. Richtig. Finde Redgrave. Ja, das ist mein Job. Wo soll er sich aufhalten? Vermutlich hier, ne? Im Gebäude der Bruderschaft. Ist das rechts oder links von mir? Links von mir. Okay. Da. Das ist das Gebäude der Bruderschaft. Dann klopfen wir mal höflich, oder? Ja, rein kommen wir schon mal, das ist gut. Kommen wir auch in den Club rein. Ja. Schön. Jetzt halt die Frage. Gibt er uns das kampflos, das Blut, oder müssen wir da ein wenig, ja, Gewalt anwenden? Befürchte zweiteres. Persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Hallo. Aber stark. 35. Das ist nicht nett. Ey. Na. Wer wird denn gleich? Au. Wir sehen gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm was getan habe. Nee, habe ich nicht. Also die Ulti ist gegen Vampire nutzlos tatsächlich. Das muss ich mir merken. Hallo, wo bist du? Da bist du. Okay, ich muss mal langsam Blut von ihm zapfen. Lecker, lecker Blut. Au. Den dodgen wir. Wild, ne? I'm bleeding? You are bleeding. Hier. Da. Hast gesehen, ne? Au. Weiß doch noch nicht mal, wer er ist, ne? Lord Redgrave ist es nicht. Einer von seinen Handlangern des Teufels. Einmal ein bisschen Blut nachpumpen. Okay, wir gucken uns jetzt hier noch mal ein bisschen genauer um, ob wir hier noch diese Unterlage finden von den Überlegenheit der Iken. Das interessiert uns ja. Ob wir da nicht vielleicht... Ah, okay, da ist Lord Redgrave. Da wollen wir noch nicht hin. Das wäre zu früh. Wir müssen hier erstmal investigieren. Ich glaube, hier ist der Ausgang, ne? Ja. Das muss der Ausgang sein. Wir gehen mal nach oben, checken die Lage. Ist hier noch irgendwas zu sammeln? Ich fürchte nein. Aber wir wissen es nur, wenn wir es getestet haben. Hier ist zum Beispiel ein schönes Büchlein, aber das können wir nicht mitnehmen. Was haben wir hier noch? Ist auch nix. Gefahr ist, dass wir hier noch einen Vampir finden, ne? Hier ist echt nix, ne? Gehen wir hier nochmal rein in die gute Stube. Einfach mal randalieren zu versuchen.
Okay, hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Aber ein Büchlein finden wir hier nicht. Schade eigentlich. Doch eigentlich perfekte Location dafür. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir nach Lord Redgrave. Was der so drauf hat. Da ist er. Wir durchwühlen hier nochmal sein Büro. Ja, guck mal, wir müssen ihn sogar ansprechen. Machen wir aber einfach noch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das löst automatisch aus. So, jetzt gucken wir hier hinten sein Hinterzimmer noch. Aha, hier kommen wir noch in den Keller. Wunderbar. So, was haben wir hier im Keller noch? Nichts. Absolut gar nichts. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Alles klar. Dann haben wir nur wirklich alles abgecheckt. Lordy Lord, wir müssen reden. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Das war ja einfach. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Okay. Es ist die letzte Hoffnung der Stadt. Schluss mit dieser Farce. Dann würden wir direkt in den Kampf eingehen. Behindern Sie meine Mission nicht. Aber wir versuchen es mal mit auf Mitleid, ne? This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Echt jetzt? Das war ja einfach. Das war ja... Okay. Einfach sagen, wir retten die Stadt damit oder so. Ja, okay, mach mal. Viel Glück und alles Gute. Schön. Wunderbar. So mag ich das. Dann haben wir das erste Problem schon mal gelöst. Jetzt müssen wir noch das zweite Problem lösen. Und das ist, die Probe von McCallum, glaube ich, ist das, ne? Können wir hier mit Charlotte noch was reden? Meine ich, war da Good war noch evening, was. Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Nee, da war nichts mehr. Wir haben auch alle Hinweise für sie Goodbye, abgearbeitet. Give my best regards to your mother. She's been quite busy these last few nights. Ja, vielleicht sehe ich sie vor ihr. Das stimmt wohl. Was ist er? Wer ist er? Das ist das der Clarence Crossley? Ja, gut, den können wir eigentlich auch mal wieder unterhalten. Vielleicht ist er ein bisschen Good evening. smarter old chap. geworden. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm not a well man. Okay. Da haben wir nichts Neues. Da haben wir die finanzielle Do you Situation. realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. Die Leute werden dich auslachen. Du wirst Geld brauchen. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Okay. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Ja, keine Chance.
keine Chance, ihn noch irgendwas You need some... zu beeinflussen, sozusagen. Können wir ihm noch irgendwo zuhören? Nein. Okay, gut. Ich wollte ja meine ganzen Sachen verkaufen hier bei dem Heini. Hat bestimmt gute Preise für mich. Oha, warum lädt denn das jetzt? Okay, das akzeptieren wir mal. Bestimmt gleich weiter. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? A very great night, my man. So. Hier brauchen wir noch einen Hinweis. Ist hier irgendwas Interessantes passiert? Wir haben noch gar nichts bei ihm herausgefunden, ne? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Fascinating So you prefer to work at characters. night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Ist das nicht gefährlich? But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Sehr gut. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Ja, das ist falsch. Sind Sie so blind? Seien Sie nicht naiv. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Ist so geil. Okay, jetzt haben wir den ersten Hinweis für ihn bekommen. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ja. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Ja, da wo ich esse, kann ich nicht. Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Der ist doch sympathisch, muss ich sagen. Ja. Okay, wir haben tatsächlich eine neue Mission bei ihm freigeschaltet. Persönliche Fragen können wir noch nichts machen. Handeln können wir I aber. may have a look at your goods, Mr. Russell. So. Wir müssen im Prinzip gar nichts mehr herstellen. Wir können alles verhökern, was wir haben. In dem Sinne. Guck mal hier, wir können das hier verkaufen. Archers Beil kann weg. Brauchen wir nicht. Die behalte ich nochmal. Newton Säbel kann weg. Der Dolch behalten wir auch. Den guten Dolch, der kann weg. Und naja gut, die Sachen hier. Hervorragende Pumpgun und so. Habe ich noch nicht den Zugang für gefunden. Ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier noch ganz viele Sachen, ne? Mehrfach verkaufen. Oha. Vieles geht. Oh. Guck mal, könnte ich auch nur Q drücken und weg damit. Das ist ja geil. F. U. Bestätigen. Boah, da können wir richtig Asche machen. Ja, die Frage, ob das Not tut, ne? Was sollen wir mit dem ganzen Geld anfangen? Ja. Haben wir hier noch Schornskreuz. Dann weg. Machen wir mal ein bisschen Platz. Ein Kriegsorden. Weg damit.
eh massig Geld, ne? Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was verkauft er mir denn? Jetzt verkauft er mir die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Das ist ja schon mal sehr gut. Kann ich teuer zurückkaufen. Was würde 258? Ja, so ist der Handel. Ja, wir wissen das doch schon, Mensch. Charlotte, hör auf damit. Furchtbar mit dir. Okay, wir gucken jetzt mal, was wir Missionen hier haben. Finde ein außergewöhnliches Restaurant für Calhoun Russell. Folgen wir mal. Wo müssen wir da hin? Oh. Ah ja, da haben wir 3 Möglichkeiten anscheinend. Und eine ist um die Ecke, dann machen wir das doch mal. Calhoun, Calhoun. Kann ja noch von Vorteil sein, wenn wir das hier mitmachen. Weil ich sagte dann, gibt mir besonders gute Preise. Ist das hier vielleicht das Restaurant? Wohl eher nicht, ne? Oh je, verkauft aber eine richtige Zeitung. Oh, hier so eine Feldküche. Ja, ich glaube, das ist aber nicht das Richtige. Wir gucken hier mal rein. Das ist der Ascalon Club, ne? Okay. Frage mich halt nur, werden wir hier im Ascalon Club ein Restaurant finden? Macht ja gar keinen Sinn. Finde ein außergewöhnliches Restaurant. Aber hier ist ja nichts los. Oh, der Lord ist immer noch da. Vielleicht sollen wir den ja fragen, ne? Sind wir jetzt hier mittendrin? Wir fragen ihn einfach mal. Kennen Sie ein Restaurant? You again? I have a few questions to ask. You hold in that vial the most sacred blood. Na, er will nicht. Er sagt, nö. Okay, ja, vielleicht ist hier doch nichts, ne? Gut, gehen wir nochmal raus. Ich frage mich halt, ob ich die Nebenmission auch mit meinen Vampirsinnen quasi lösen kann. Ich würde ja sagen, dass das hier ein Restaurant ist. Mal. Wir gucken hier weiter rum. Vielleicht finden wir ja was. Ja, hier war ich ja eben. Hier vielleicht was? Nö. Sind wir noch im Suchgebiet? Ja, knapp drin. Hier putzen die Klingeln hier. Ist gar kein Problem. Schokolade. Schokolade. Gentleman Clothing. Okay. Vielleicht sollen wir so ein bisschen mal auf die Bilder gucken, ne? Dawson and Dawson, da wird nichts passieren. Das ist irgendwie auch Anziehsachen. Gucken wir hier rein? Nein. Women die to this war. Ja, ich glaube, die Aufgabe ist nicht so geil. Was haben wir hier? Oh. Where shall I eat tonight? Das ist ja sein Geschäft. Ja, where should you eat tonight? Ich habe gar keine Ahnung, mein Junge. Ich habe keinen Plan. Ich wüsste nicht, wo du noch essen könntest. Vielleicht sollten wir woanders suchen. Hier haben wir jetzt nichts gefunden. Hör auf zu klopfen da, Mensch. Schlimm. Yeah. Okay, wir machen hier einfach mal weiter. Tempelgarten. Hier ist auch ein Suchgebiet sozusagen. Hier sind aber auch Handlanger des Teufels. Coleman and Sons, da ist nichts mehr los. Hat er nicht kommen sehen.
So, haben wir denn hier irgendwo ein Restaurant? Das sieht doch hier sehr verdächtig aus. Hier kann man doch bestimmt schön essen. Nein. Das ist einfach nur Markt. Ja, hier wären wir nicht fündig. Ist das im Suchgebiet? Ja, ganz knapp drin, ne? Guck mal hier. Ich will hier einfach einmal rumgehen, ne? Wenn wir noch Durst in seinen Kram. Aber hier können wir rein. Gehen wir doch hier mal rein. Ja, das ist doch eine schöne kleine Bar. Fragen wir ihn doch hier mal. Hast du lecker Essen? Are you sure you'll manage to reach? Yes, Ach so. Goodbye, Mr. Da war ja was. Der ist immer noch nicht weggekommen, der Typ. Ich glaube, der kommt erst weg, wenn wir... also hier die Nacht beenden sozusagen. Ja. Ich hätte gedacht, dass man hier jetzt essen könnte, aber kann man nicht. Für unsere Land. Okay, ich skippe die Aufgabe, das ist Blödsinn. Die jetzt Hauptmission machen. Kommen damit nicht zurecht. Vielleicht schaffen wir das durch Zufall. Wie auch immer. Gehen wir einmal durch Whitechapel. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match. Death is all around us. Können wir den jetzt eigentlich hops nehmen, hier den Pastor? Oh ja, das geht. Ich würde sagen, den wollen wir eh loswerden. Dann machen wir es jetzt auch nochmal. Good evening, Mr. Whittaker. Mr. Whittaker. Ja, du bist arrogant. Lass dich aussaugen. Können wir jetzt noch ein bisschen leveln, ne? So, Mr. Whittaker. Wir gehen mal ein Stück um die Ecke. So. Gut, am Sonntag ein Fahrrad töten ist natürlich nicht so nett, aber was sollen wir machen? My eyes were blind to the devil in front of me. My task will remain unachieved. Ich habe ein Feuerzeug bekommen von ihm. Nett. Dieser Bezirk wird bald leiden. Ich denke nicht. Können wir nichts kaputt machen, ne? Ich denke, der Bezirk wird sich jetzt freuen, dass er nicht abgefackelt wird. So simpel. Gut, ja. Ist halt die Frage, ob wir jetzt nochmal in den Unterschlupf gehen und tatsächlich nochmal alles verbrauchen an EPs. Ich denke, ja. Ich bin auch überlegen, ob ich meine Fähigkeiten zurücksetze. Haben wir hier in der Nähe? Ja, wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, dann geht es. Oder ich gehe hier lang in Richtung der Mission. Ich denke, ja. Ich denke, ich gehe hier lang. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ein Stück zurück. Weil hier komme ich nicht lang. Gehen wir hier nach rechts und dann gehen wir einmal um die Kirche rum. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle. Mhm. Aber sicher doch. So, wo ist der Unterschlupf? Der müsste hier direkt auf dem Weg liegen. Ja, wir sind noch nicht dran. Wir müssen hier noch ein bisschen weitergehen. War hier selten in der Gegend, muss man gestehen. Hier habe ich bestimmt noch das eine oder andere übersehen. Komme ich nicht hoch? Okay. Hier vielleicht? Nein. Okay, weiter geht's. Hallo. Best stay back, sir. You London Oh, vampires are so weak. macht
Die macht euch gegenseitig fertig, bitte. Danke. Hier war mein Unterschlupf. Ich kann aber nicht rein, weil die ja jetzt sauer auf mich sind. Hey. So, den will ich fertig machen. Alter, der Typ ist stark. Ist abgelenkt, das ist gut. Wow. Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir den Ding noch erledigen. Der muss mir noch ordentlich Blut spenden. Ist ja nix. Na. Au. Oh Gott, im Himmel. Das ist ein Desaster. Auf mich zu gehen. Da, nimm ihn. Ja, genau. So ist richtig. Aua. Oh, alles wieder. Haben wir gut ausgeteilt, würde ich sagen. Okay, die haben wir beide. Okay, sind wir beide gut rumgekommen. Aber die sind stark geworden. Holy shit. Meine Güte. Macht ja richtig Laune. Okay, ich will ja mal in meinem Unterschlupf. Wo ist der denn jetzt? Der müsste hier direkt sein. Da oben drin. Ja, dann gehen wir doch dahin. Perfekt. Können wir die Sachen einlösen. Da rein. Okay, ich müsste nochmal nach meinen Serien gucken. Sind die noch voll? Nein, da müssen wir was herstellen. Das hilft ja nichts. Das muss so sein. Oh, warte mal, ich habe da noch was zum Herstellen. Was ist das? William Marshalls Memoiren. Oh, guck mal, jetzt haben wir das Gegenmittel, was wir da produzieren könnten. Und jetzt fehlt uns genau die zwei Sachen, die wir noch holen müssen. Perfekt. Jetzt ist die Frage, gill ich nochmal um, weil ich einen Fehler gemacht habe, tatsächlich. In meinen Augen zumindest. Zurücksetzen, ne? Ich kann zurücksetzen. So. Jetzt habe ich 74.410 EP. Ist geil, oder? Super. Okay, Schattennebel. Blutspeer klauen. Ich will den Schattennebel haben, aber den müssen wir neu leveln, sozusagen. Wieso geht das denn nicht? Mich verarschen? What? Alles gesperrt? Warum? Ah, ich muss Autophagie zuerst machen wahrscheinlich. Das ist der Anfang. Dann machen wir das hier. Können wir nicht. Jetzt müssen wir als nächstes das hier wählen. Schattennebel war für mich immer das Beste. Sehr gut. Jetzt müssen wir ein bisschen jonglieren tatsächlich, ne? Weil ist immer alles ein bisschen gesperrt hier. Da machen wir so viel wie wir schaffen. Genau wie hier. Das
Das sieht sehr gut aus. Körper. Wird uns ein bisschen dauern, aber was sollen wir machen? Munitionstasche, Medizintasche. Munition brauchen wir tatsächlich gar nicht. Wir machen nur Medizin. Okay, das haben wir. Dann Blutkapazität muss auch natürlich nach oben, ist ja ganz klar. Machen wir so viel wie geht. Und Blutdurst auch ganz klar. Bei unserem Setup brauchen wir das. Geil, wie die EP einfach verschwinden. Okay, und jetzt noch die Ulti, ne? Die Ulti muss auch wichtig, ist auch wichtig. Blutkessel, nein. Ich brauche nicht das Blut. Schatten ist nett. Brauche ich im Prinzip auch nicht. Das will ich haben. Die macht am meisten Spaß. Okay. Wobei die auch gegen Vampire nicht funktioniert, ne? Tatsächlich. Muss man ehrlich sagen. So, Autophagie geht immer weiter. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir? War eigentlich immer gut, das hier zu nehmen. Hat am meisten Sinn ergeben. Haben wir die Abklingzeit und dann mehr Heilung in dem Moment. Okay, Ulti können wir erstmal nicht machen. Blutbarriere, das nehmen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Auch wenn das coole Sachen sind, so, aber ich habe keinen Bock, das mal alles zu bedienen. So, gehen wir weiter mit Schattennebel. Jetzt gehen wir nicht die Richtung, sondern wir gehen diese Richtung hier, ne? Okay, dann brauchen wir das hier. Physische Stärke, ist auch sehr wichtig. Können wir theoretisch komplett durchballern. Das sind so die Basics, die müssen wir durchziehen. Ja, wie man oben rechts sieht, die Erfahrungspunkte, sie schmelzen dahin. Ja, dies wurde dies. Dann müssen wir hier weitermachen. Und das hier auch noch. So, hier halten wir jetzt kurz inne und gucken, wo wir weitermachen können. Die Ulti muss weitergehen, ne? Die kostet richtig Punkte. Aber ohne das wird es halt nichts. So. Dann haben wir die nämlich auf Max Level. Das ist gut. Autophagie, Heilung muss auch nochmal. Schaffen wir nicht mehr. Okay, schade. Okay. Kann man sehen, wie kompliziert das teilweise ist, ne? Man muss sich schon festlegen, in welchem Bereich man gehen möchte. Wir sind jetzt Level 35. Können wir noch irgendwo was investieren? Hier. Jetzt haben wir noch 1000 Punkte. Hier haben wir ziemlich wenig gemacht. Ne, schaffen wir auch nicht mehr. Okay. Ja gut, hier hätten wir ein bisschen mehr leveln müssen tatsächlich. Das ist ein bisschen lame. Gut, egal. Wir schaffen das auch so. Ganz sicher. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert.
Über Unfalltode. Die Bewohner Londons leben in Angst vor Ärzten, verzögerte Eingriffe, unverfrorene Bevorzugung und experimentelle Behandlung. Ihre Leiden haben tiefere Wurzeln als unsere. Dieser Mangel an Professionalität kristallisiert sich am Pembroke Hospital in Whitechapel heraus, wo Pflichtethik schon lange niemand mehr interessiert. Die Verwaltung des Pembroke versteckt sich hinter einer Fassade aus Hingabe und Rechtschaffenheit, aber wer einen ihrer Patienten kannte oder noch schlimmer, selbst zu ihnen zählte, weiß um ihre Falschheit. In diesem Tempel des Schreckens müssen sie für ein Bett bezahlen, fangen sich Krankheiten ein, von deren Existenz sie nicht einmal wussten, und in der Leichenhalle erleichtert man ihre Überreste um ihre Besitztümer. Hier sterben die Patienten über Nacht an Verletzungen, die sie bei ihrer Einlieferung gar nicht hatten. Sie bezeichnen das als Unfälle. Der flüchtig befragte Dr. Swansea, Leiter der Verwaltung, rezitierte pedantisch Timor mortus conturbat me. Oder me. Die Angst vor dem Tod verwirrt mich, ehe er uns der Einrichtung verwies. Lateinische Sinnsprüche werden uns nicht von ihrer Morbidität fernhalten. Freiwillige sind eingeladen, sich mit mir morgen früh vor dem Krankenhaus anzuschließen, um klare Fakten über den Zustand dieser medizinischen Institution einzufordern. Erscheinen sie zahlreich. EW. Oh, wer ist denn EW? Naja, auf jeden Fall Bad News. Da will jemand das Hospital schließen. Müssen wir ehrlicherweise sagen, also ist schon begründet, ne? Also da lief jetzt richtig viel Scheiße. Oh, da ist er tot. Und wir sind im kritischen Bereich. Oh, sie ist krank geworden. Erkältung. Xiao Jun. Das geht so nicht. Hier haben wir noch Kopfschmerzen, aber die können wir noch nicht heilen. Erschöpfung, Erkältung, Erschöpfung. Ja. Müssten wir eigentlich alles mal machen. Machen wir aber zum Ende hin erst. So, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt funktionieren. Meine Waffen sind top. Meine Skills weiß man noch nicht. Okay, der Schatten gefällt mir wesentlich besser. Damit komme ich richtig gut klar. Okay, cool. Wir sind jetzt in der Nähe. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. So. McCullum. Finde McCullum. Oh, ich glaube, das ist er. Bock, ne? Komm mal her, mein Junge. Lecker. Das ist aber ein kleiner Künstler, ne? Weg mit ihm. Mensch, McCullum, was hast du hier wieder für Leute engagiert? Na gut, jetzt können wir mit ihm reden, denke ich mal. Komm mal her. Mein Ziehsohn. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? Ah. You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich muss ein Desaster stoppen. Ich kann der Epidemie ein Ende setzen. Na, wir sagen mal, wir müssen A creature Desaster. called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so.
Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. You would be damned. Können wir noch weiteres besprechen? Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why not? Warum sind Sie hier? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Oh. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Ist nicht wahr. How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth. Will you leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time. But I shall not forget what you did. Uh-oh. Na gut, haben wir ein paar Informationen bekommen. My progeny. Do not stretch your luck, Reed. Fordern Sie nicht Ihr Glück heraus. Okay, mache ich nicht. Okay, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Pembroke Hospital beziehungsweise zur Leichenhalle? Dahin. Das ist halt die Frage, ob wir vorher noch mit Dr. Swansea reden. Ich denke, ja. Okay, wir müssen einfach nur hier einmal komplett durch und dann kommen wir hier schon irgendwie raus. Die Frage, ob hier noch so ein paar Hyopies rumstratzen. Könnte gut sein, ne? Na, wobei. Oh, hier. Die kleine Bitch ist ganz schön nervig. Okay, den haben wir schon mal. Nein, das muss nicht sein. So. Jetzt wird zurückgesaugt. Jetzt aber auch drauf, ne? Au, du sollst die... Au. Lady, hören Sie auf, sich einzumischen. Das ist doch furchtbar. Hier der Stock, ne? Sind wir noch nicht tot? Ultra Schwede. Ja, besorg's mir. Alter, machen die mich sauer. Okay. Gut. Weiter geht's. Ich will doch nur hier raus. Wo geht's hier eigentlich rein? Was ist das? Das ist ein... Okay, Level 12 ist angenehm. Da hauen wir einmal drauf und dann ist Feierabend. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch was vergessen habe. Kommen wir hier rüber?
Ja. Okay, da ist ein Unterschlupf von mir. Dann machen wir das so. Hier kommt man auch theoretisch nochmal rein. Hier könnte ich noch Sachen herstellen. Muss ich aber nicht. Ach du Scheiße, was ist er denn? Eieiei, die werden ja auch immer schlimmer. Junge, 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 Junge. Nein, 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 nein. Wir spielen jetzt hier nur, ja? Das mag ich ja gar nicht mit ansehen, ne? Was ich da gerade tue. Au. Voll die Bombe gezündet. Okay, die sind ja nochmal Next Level Shit, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, wir haben was zum Aufsammeln. Schade. Schön die Ratte ausgesaugt. Hier ist noch so ein Raum, da kommt man nicht rein, ne? Da muss ich nochmal gucken, wie man da... Hier. Hopp, da muss man ja irgendwie rein. It's locked. Halt die Frage, ob man hier noch irgendwo hinkommt. Aber da nicht so, also muss das von hier aus irgendwo gehen. Meine Theorie. Das Licht. Hier kommt man auch nicht rein. Ja, das ist noch ein Haus, das müsste ich eigentlich nochmal knacken. Kommt man da hoch? Unwahrscheinlich. Schwierig. Gibt es hier einen Zugang von der anderen Seite? Ja, da. Oh, ich wollte keinen Marker setzen. Also müsste man ja fast hier und dann darüber und dann von hinten rein wahrscheinlich. Ist aber auch nur pure Theorie, ne? Ja, ich muss mir das mal genauer angucken, wenn ich hier unterwegs bin. Das ist so ein Fall, das will man ja nochmal herausfinden, tatsächlich. Gut, hier geht es ja zum Pembroke. Da unten geht es in die Kanalisation. Wollen wir auch nicht hin. Ich würde das Rätsel hier gerne noch knacken, ne? So. Ja. Wir gehen mal wieder hier hoch. Kommen wir jetzt da hoch? Nein, definitiv nicht. Gehen wir nochmal nach hinten raus. Gucken, ob wir jetzt da so rüberkommen. Ob wir da irgendwo hinkommen? Nein. Hier können wir auch nicht raus. Ganz simpel. Also da kommen wir nicht lang. Ich frage, ob wir hier so... Ne, auch nicht. Ja, dann wird das schwierig, ne? Dann wird das schwierig, hier einen Zugang zu finden. Naja, wer weiß. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo ein Schlüsselchen oder so. Ich sehe jetzt hier keine einfache Lösung. Tatsächlich. Jetzt hier nochmal rum. Naja. Kommt auch nirgendwo durch oder so, ne? Ja. Geh jetzt hier nochmal rum. Da geht auch nichts, oder? Nee. Okay. Schade. Auf zum Hospital. Da haben wir noch einen Vampirjäger. Können wir so hops nehmen. Auf zu wiggeln. Okay.
Tschüss, ich bin weg. Nein. Crush this Beast. Wo bin ich denn hier eigentlich? Schon lange nicht mehr, ne? Okay, wo geht's denn lang überhaupt? Wo befinden wir uns? Ah, wir müssen da durch. Das ist ja schade, ne? Ist hier ein Unterschlupf? So ähnlich, ne? Das ist eine Abkürzung. Ja, hier kann ich rüber. Okay. Aber will ich das? Könnte ich da über die Brücke gehen? Oh, guck mal. Ne, hier komme ich nicht lang. Zumindest hier komme ich. Hier kann ich lang. Dann kann ich hier rein. Ist aber auch richtig Action, ne? Ne. Hier komme ich definitiv nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Kein Ding, ne? Ich würde gerne hier auf die Brücke. Na gut. Wie so oft verlaufen wir uns manchmal. Von hier irgendwo raus? Ne. Also wieder zurück zur Standardposition und dann hier lang. Ja, hier geht's richtig. Die dodgen wir am besten. Nein, 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 hör auf, hör auf, hör auf. Will nur zum Hospital. Okay, gut, haben wir es geschafft. The Dead. Ist hier vielleicht jemand krank, den wir heilen müssen? Nö, die sind alle kerngesund. Zumindest die Reste, die hier noch hier sind. Okay, let's talk with Dr. Swansea. Gucken, was er zu sagen hat. Er ist ja jetzt auch Vampir, tatsächlich. Haben ihm ja quasi ermöglicht. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am, well, I'm just like you. Ihre Augen sind so rot. Es war eine Strafe. Schämen Sie sich nicht? Ich bin froh, dass es Ihnen zusagt. I'm glad you like it. How could I not be happy? You offered me the ultimate freedom. More than I ever could have dreamt of. Über Geoffrey Have you McCullum. news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know? Ja, Glas Wein, ne? Hat extra eine Pause gemacht, weil er weiß, das funktioniert nicht beim Vampir. Er meint eher ein Glas Blut. Wie fühlst du dich? How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear.
No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Na, das ist ja spannend. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Aha. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Goodbye, Okay. Edgar. I'm certain we'll meet again. Sehr schön. Haben wir das geklärt? Er ist happy, er macht jetzt selbst Experimente, was erstmal nicht verkehrt ist. Kann er ja gerne machen. Halt die Frage, ob er jetzt hier irgendwann seinen Hunger außer Kontrolle hat und dann alle leer saugt hier, ne? Das könnte man schon erwarten. Möglich wäre es. Können wir jetzt eigentlich ganz oben nochmal hin, in den 3. Stock, oder ist das jetzt gesperrt wieder? Ne, ist offen. Okay. Können wir den Aufzug auch noch mal nehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich mich da umgeschaut habe. Vielleicht gibt es ja noch ein Geheimnis. Gucken wir uns das mal an hier, diese Arena. Okay, ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Die ist aber verschlossen. Hm. Das ist halt das Problem, ne? Aber hier ist auch erstmal nix, oder? Hier liegen verschiedene Sachen. Haben wir hier? Nix. Wie immer nix. Ist ja ärgerlich. Kommen wir da hoch irgendwo? Nee. Na gut. Wir haben es abgecheckt. Was sollen wir mehr machen? Also irgendwann spiele ich mal das Spiel und mache verschiedene Szenarien quasi. Mir hat das jetzt so viel Spaß gemacht tatsächlich, dass ich das irgendwann nochmal anfassen werde. Gibt ja noch einige Möglichkeiten, die man machen kann, ne? Entweder alle leer saugen. Dann das mit dem Doktor. It's locked, all right. Ist auch wichtig. Ne, nicht mit dem Doktor, mit dem Pastor. Den wir am Leben gelassen haben und der dann seinen ganzen Bezirk ausgelöscht hat. War schon ein bisschen traurig tatsächlich. Ich war echt ein bisschen pisst, dass mir so ein Fehler passiert ist. Aber was soll man machen, ne? So. Haben wir hier eigentlich einen Arzt um die Ecke gebracht und können da auf seine Kiste zugreifen vielleicht? It's Ne? locked. Alles verschlossen. Hier die... It's locked, all right. It's locked, it's locked. Ist alles geschlossen, also haben wir nicht die richtigen Ärzte getötet. Na gut. Ich würde sagen, gehen wir zur Leichenhalle, holen uns das Insulin. Bin gespannt, wie wir das abknüpfen müssen. Da wird bestimmt noch mal was das eine oder andere auf uns lauern. Wir müssen hier raus. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Ein Ersatzstoff. Hier sind Vampirjäger drin. Das ist aber nicht schön. Sir?
Okay. Das heißt, das wird hier ein langer Turn, ne? Wenn nicht überall welche sind. Gut. Wir checken hier aber auch jede Gegend. Also jeden Raum und so. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was uns beim den letzten Malen alles durch den Lappen gegangen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch Informationen sind. Naja, gut. Weiter geht's. Wir müssten eigentlich in den Keller, aber wir gehen hier rein. Ah, sieht nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Okay, nochmal die Treppe hoch. Hier sind auch wieder Vampirjäger. Hier ist ein ganzes Labor. Ja, aber keine Erkenntnisse, die wir mitnehmen könnten. Hallo? Sir? Au. Ey, hör auf damit. Okay, dann gucken wir hier nochmal genauer. Voilà. Ein Schränkchen zum Öffnen. Sehr gut. Aber ansonsten ist hier jetzt auch nichts, was wir brauchen können, ne? Nö, nö, nö. Okay, gut. Kommen wir hier rein? Nein. Oh. Oh. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Dr. Polescu. Siehst du wohl, haben wir ja schon das gefunden, was wir brauchen. Jetzt können wir das Gegenmittel herstellen. Geht's aber noch mal eine Etage höher. Hallo. Weg mit dir, du kleiner Schlawiner. Ja, aber hier ist jetzt nichts mehr zu holen. Die Frage, ob ich noch mal in den Keller gehe, aber ich glaube eher nicht. Warte, noch weiter runter. Wir sollten das jetzt hier zum Ende bringen, schätze ich mal. Wir gehen jetzt in unser Büro, stellen das Gegenmittel her. Und dann schauen wir mal, wo und wem und wann wir das einsetzen. So, hier sind wir raus. Hier geht's ins Hospital, ne? Und rein in die Stube. Jetzt ist halt die Frage, wo müssen wir das herstellen? Hier an unserem Medizintisch? Nein, ganz normal an diesem hier. Oh, warte mal, ich habe doch Wasser gefunden, ne? Ich könnte hier die Pflanze gießen. Done. Schön. Ich habe reines Wasser gefunden. Mal gucken, was hier draus wächst, hä? Oh Mann. Ja, an was man sich alles erinnern kann. So, wir brauchen das Gegenmittel herstellen. Blub.
Haben wir eine Chance. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Ja, stimmt. Wir wollten das ja Harriet geben. Ei, gut. Schön. Müssen wir in die Kanalisation. Again. Gib dich zum Hort. Alles klar, Chef. Ich begebe mich zum Hort. Haben wir sonst noch Optionen? Nö. Wir können jetzt auch nicht nochmal mit Lady Ashbury sprechen tatsächlich, sondern das geht jetzt hier einfach straight in die Kanalisation. Wo müssen wir da hin? Entweder dahin. Oder, es gab noch eine zweite Position, dahin. Okay, da oder da. Wo ist es uns lieber? Die Docks sind so nervig. Gehen wir am besten hier so und dann da rein. Okay, mal gucken, ob ich es gleich finde. Erstmal müssen wir raus. Gut, jetzt können wir uns nochmal orientieren. Wo sind wir? Wir sind hier. Muss ich eigentlich hier durch die kleine schmale Gasse kommen? What? Nicht? Nein, da sind wir falsch. Wir müssen hier lang. Na ja, gut. Das hier ist die kleine schmale Gasse. Okay, wir befinden uns da. Jetzt einfach hier rum und dann rechts. Hier sind schon wieder Vampirjäger. So ein Ärger. Die sind ja überall. This one's mine! Killing's all you die, vermin! Ich möchte hier einfach nur durch. Danke. See them fancy clothes? This one's a top! Au, au, au. Können wir nicht hier einfach hier durch? Ja, ne? Na, wir sind gerade im Fight anscheinend. Finsbury Gate. Jetzt geht's. Wo befinden wir uns jetzt? Hier. Ja, das ist auch in Ordnung. Können wir hier durch die Northern Docks gehen? Schau mal. Kommen wir hier überhaupt durch? Ja, sieht ganz gut aus. Raus. Ach du Scheiße. Wer ist das denn? I don't care! Okay, die sind nicht so stark. Junge. Die sind nicht so stark, aber die sind unheimlich flink, ne? Also die... Poioi. Die können schon nervig sein. Ja, jetzt sind wir in den North Docks. Da müsste ich hier durch das Gebäude und dann hier so weiter, ne? Ja. Hier sind auch noch Handlanger des Teufels. Hallo. Tschüss. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Oh Gott. Was ist das hier? Bin ich überhaupt richtig? Ja. Hallo. Nein. Nein. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Doch, komme ich. Natürlich komme ich hier durch. Ich war nur im Kampf. Dann darf man das nicht. So, Westen. Dann sind wir schon mal genau richtig hier. Jawohl. Perfekt. Wo gehen wir lang? Das ist die falsche Richtung. Hier. Ja, die meisten Häuser sind tatsächlich tot, ne? Also da kann man nichts machen. So, ja, hier geht's einfach links runter.
Perfekt. Dann wollen wir mal... Oh, hier kommen wir gar nicht durch, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Wir müssen ja hier rein. Gehen wir mal in den Hort. Wo das Böse zu Hause ist. Ich glaube, von der Seite sind wir noch gar nicht reingegangen. Oh, das wollte ich nicht. Hey. Überall die Kohle rum, da. Und hier ist eine Blutspur. Verdächtig. Und ich höre böse Dinge. Was natürlich sein kann, ist, dass die Harriet jetzt schon ausgerastet ist, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So. Geht's hier weiter? Ja. What the fuck, wo sind wir denn hier? Oh je. What is this? Und was können wir hier? It's locked. Lässt sich noch von der anderen Seite öffnen? Wo sind wir hier? Und wo geht's hier hin? Schon sehr, sehr interessant. Nein, Rats, euch esse ich jetzt nicht. Hier geht's einfach nur wieder raus, oder? Beware. Oh, der Pfeil zeigt noch da. Keep out. Ja, ich denke mal, hier sind wir wieder am Anfang. Keep out. Ja. Wobei, hier geht's noch weiter. Ach du Schande. Ja gut, das ist aber der Eingang. Alter, da sind wir jetzt einmal wieder rausgegangen sozusagen. Schon ein bisschen alles verschachtelt hier. Nein. Ich muss widerstehen. Die Ratten darf ich nicht essen. Esse ich nur, wenn ich sie brauche. Okay, dann sind wir hier wieder an der Punkt. Gehen wir hier rüber. Jetzt gucken, was es hier noch so gibt. Hier war eine schöne Truhe. Oh, das war's dann auch, ne? Oh, eine Leiche auch noch. Eine Halskette. Aber keinerlei Sachen, die wir einsammeln müssten. Gut. Wie sind wir hier hochgekommen? Einfach hier hochgejumpt, ne? Dann gehen wir wieder runter. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Tür. Ich bin verwirrt. Okay, komme ich nicht weiter, okay. Krass, ne? Wo man hier langlaufen kann. Und hier ist wieder eine Tür, die von der anderen Seite nur aufgeht. Okay. Aber die Frage, ob wir das hier so schaffen. Nee. Naja. Guck mal, da ist wieder der Ausgang. Hier haben wir wieder böse Dinge. So. Mit ein Weg nach dem anderen. Wo führt das hier hin? Das müsste doch eigentlich jetzt zur Mission gehen, ne? Ja. Hier geht es jetzt in die Wohnung von den Skulls. Die Ausgestoßenen.
Gehen hier nochmal ein bisschen weiter gucken. Hier ist aber nichts. Das ist schon krass. Kann sein, dass es hier wieder zum Ausgang geht. Ist hier gerade jemand neben mir gelaufen? Hoffe nicht. Alter, wo geht das? Ein richtiges Bergwerk hier. Wahnsinn. Ach ja. Nee, ich will hier nicht weiterlaufen. Das ist ja viel zu verschachtelt. Time to put an end to this. Was? Time to an end of this? Okay. Okay. Vielleicht sind wir hier doch richtig. Durch Zufall. Ich glaube, die sind alle tot hier. Wir gucken hier nochmal. This place has been ransacked. Ach du Scheiße, die sind alle RIP. Hey, Harriet, was haben sie getan? Okay, ich war auf der richtigen Spur tatsächlich. Was? Okay. Müssen wir nehmen, so wie es ist. Finde They've all been Harriet. slaughtered. Pre-one. No, not their style. Not der Style. Ja. Also. Mensch, Jonathan. Du weißt doch ganz genau, was passiert ist. Wieso wunderst du dich? Harriet hat halt einfach durchgezogen. Gut, wir wissen ja, wo wir lang müssen. Die Blutspur müssen wir aber weiterverfolgen. Aber ich will jetzt hier nochmal gucken, wie wir weiterkommen. Hier ist ein Unterschlupf tatsächlich, ja? Ja. Okay, interessant. Machen wir den mal auf. Sehr kurios. Hier könnten wir noch leveln und so weiter, aber wir haben nichts zum Leveln. Oder doch? Doch, ein bisschen Regeneration und so, ne? Da brauchen wir nicht viele Punkte für. Wir müssen so gut werden, wie wir können. Hier, fester Biss und so. Können wir dann schon mal Stufe... Die Stufe schon mal schaffen und hier müssen wir auch noch was machen. Okay. Nur damit wir besser zurechtkommen im Kampf gegen Harriet. Watts ist tot. Ja gut, das wissen wir ja schon. Haben wir sonst noch welche Updates? Alles kritisch, bedenklich, schlimm. Okay, dann suchen wir Harriet. Die muss ja irgendwo sein, die blutrünstige, schlimme Tante. Die Mutter alles Übels. Where has Harriet gone? Ja. She must have left a trail I could follow. Trail. Lass mal sehen. Haben wir hier eine Trail? Nein. Aber wir haben die Spur ja schon gefunden, nicht wahr? Oh, die Überlegenheit der Ike. Da haben wir schon mal das gefunden. Sehr gut. Siehst du wohl. Vielleicht können wir doch noch was für Crossley abgeben. Je nachdem. Da fehlt uns jetzt nur noch eine Information. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es hier finde. Aber macht auch Sinn. Wenn man hier dieses Dokument findet. Weil die sind ja so ein bisschen neidisch auf die Iken. Okay, hier werden wir nicht weiter was finden. Hier war ich schon. Gehen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Hier war ich eigentlich auch ausgiebig, ne? Haben wir hier rumliegen? Nix. Gar nix. Ja. Okay, wir müssen der Blutspur folgen. Da ist sie. Ganz deutlich, ne? Mann, ist sie ausgerastet, die Tante. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Ja, wir sind halt immer zu spät, ne? Was soll man machen? Okay.
Oh. Sie ist da. Weil die Frage, was wir machen. Ach, das ist mein Schöpfer, ne? Sehr gut. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. Was? All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Okay. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Myrddin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Ah, ja. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Oha. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. Ah ja. Die Queen. Wer ist die Königin? And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident? A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge?
That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Okay. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Okay, was wird danach geschehen? What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Wir sind der Champion. Ich bin nicht dein Streiter. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Be brave. Okay. Wir werden total tapfer sein. Wir werden diese Harriet aber sowas von hops nehmen. Hoffe ich. Mein Gott, die hat hier aber auch überall Leichen gelassen. These poor skulls didn't stand a chance. Didn't stand a chance. Ja, gehen wir links oder rechts? Das ist hier die Frage. Haben wir hier vielleicht noch was Sachen machen, die wir können? Aha, guck mal, hier können wir wieder raus. Tür wurde aufgeschlossen, das ist schon mal wichtig. Das lassen wir mal so. Finsbury Park Reservoir. Okay. Nö, die Ratte müssen wir jetzt nicht essen. So, Harriet. Wo stecken sie? Ei. Ihr geht's nicht gut. Hat sich überfressen. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. Ja, machen wir. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars. Nein. All of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Ich weiß nicht, ob das so Natur ist. Okay, sie hat Bock. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Haben wir uns die Injektion gegeben? Oh. Okay, zünden wir die Ulti jetzt schon? Ja. Oh, das tut ihr richtig weh. Das macht Spaß. Hat sie nicht kommen sehen?
Oh, wir sind schon stark. Wir sind sehr stark. Das läuft. Ja, komm mal her. Ich habe hier was für dich. Komm mal, komm zu mir. Ah, schade. Wie, das war's schon? Ja, mach Boom. Komm. Au. Warte mal. Oh. Is this anger I feel? Is it wrath? I think it is. Nein, die rote Königin. How intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Seien Sie ruhig, rote Königin. Die werden jetzt geschl... Oh Gott, die tauchen mich einfach unter. Guck sie dir an. Was macht sie mir denn? Alter. Willst du mich verarschen? Oh, ein bisschen injizieren hier. Nein, geh weg. Komm. Ah, geht nicht. Au. Such innocence, such guilt. Nein. Oh. Was sind das denn für kleine Männchen? Eieieiei. Okay, sie hat richtig Bock. Au. Au, 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 au. Hören Sie auf, bitte. Hier, ich kann das hier machen. Sie kriegt auch nicht so viel. Total unterlegen. Kann ich sie denn aussaugen? Anscheinend nicht. Okay. Au. Au, au, au. Mal ein bisschen Serum ein. Kann sie nicht aussaugen. Ich krieg kein Blut mehr. Also ich gebe alles, ne? Aber da ist nichts mehr zu machen. Ich glaube, ich muss noch... Oh, die kann ich aussaugen. Das ist gut. Komm her. Njam, nam, 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 nam. Lecker, lecker, lecker. Okay. Nein. Wir müssen uns so ein bisschen nach ihr richten. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. So kriegen wir auf jeden Fall Blut. Okay, die sind tot. Meine Güte, die gibt's mir aber auch hart. Junge, Junge, Junge. Okay. Okay, wir müssen so spielen. Wir müssen die alle aussaugen. Wir müssen die alle aussaugen. Dafür sind sie da. Komm her. Yum, 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 yum. Okay, jetzt geht's mir gut. Na? Au. Okay, Ulti haben wir ready. Let's go. Oh. Nein. Dr. Reed, was tun Sie da? Dodgen Sie. Dr. Reed. Nein, hier. Jetzt bin ich dran. Das macht hier halt gar nichts, ne? Die Ulti ist so wirkungslos. Ja, komm her. Oh, what the fuck? Nein, 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 nein. Nein! Das tut weh.
Wir heilen uns nochmal. Junge, die gibt's mir aber richtig hart. Hol mal deine Kinder. Ja, hol deine Kinder. Die habe ich ja keine Chance. Okay, jetzt haben wir wieder eine Chance. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Blut. Aber sie tut mir halt instant wieder weh. Wow. Ich hab nichts mehr. Okay. Bisschen was haben wir noch. Das ist jetzt wichtig, dass wir den nochmal durchkriegen. Oh ja. Nein, 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 nein. Geh weg. Also wenn sie zuschlägt, tut's weh, ne? Tot. Ach, du ahnst es nicht. Uiuiuiui. Okay, ich bin zu spät auf den Trichter gekommen, dass ich die kleinen Viecher da aussaugen kann, ihre kleinen Kinders. Aber man muss auch ehrlich sagen, ich bin vom Level her ein bisschen unterlegen. Echt jetzt? Ich muss jetzt die auch noch erledigen? Das ist aber schade. Und ich habe keine Heilung mehr, ne? Das macht jetzt gar keinen Sinn, was ich hier mache. Gehen Sie weg, Harriet. Kann ich sie aussaugen? Ja, kann ich, okay. Oh, ich habe 1 Millimeter Leben. Okay. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Ich muss mich neu equippen. Und eventuell gucken, dass ich vielleicht den anderen oder anderen noch für EP aussauge. Dann sollte ich das easy schaffen. So, wir gehen einfach wieder zurück. Wir haben jetzt einen Ausgang hier kurz vorher. Wir haben noch ein paar Ratten, die können wir verschnabulieren. Ja, unglaublich. Oh, nochmal. I can't believe I'm doing this. Und weil es so schön war, die letzte Ratte nehmen wir auch noch. This is despicable. Okay, wir könnten auch da runter, warum auch immer. Aber da können wir nicht hin. Okay. Ne, ich will hier raus. Gut, wir brauchen Plan B auf jeden Fall, damit wir es ein bisschen einfacher haben. Die ist schon stark, die rote Göttin. Okay, wo geht's denn hier raus? Ich muss mal gucken, wen ich denn noch um die Ecke bringen könnte. Wen könnten wir denn hier noch, sagen wir mal, was, die sind alle tot? Nein, das sind die Dogs. Ja, das Krankenhaus, da sind nicht so viele kompetente Blutspender. Oh, Frau Brannigan, aber auf jeden Fall. Was? Oder Spiel auf sehr einfach stellen? Warum? Nein. Das ist machbar, das ist locker machbar. So, wen haben wir hier noch? Also bis jetzt ist die Brannigan ist auf jeden Fall Platz 1 und Barrett Luz ist auf Platz 2. Wen haben wir hier noch? Nee, den machen wir nicht. Avery Cork. Nee, der ist auch, das ist der Butler, der ist in Ordnung, den nehmen wir nicht. Die Charlotte können wir machen, aber dann wäre die Mutter wahrscheinlich traurig. Das können wir dann auch nicht machen. Okay. Ja, so rein vom Palmer, Leute, die sind nervig. Was ist eigentlich hier mit den Zwillingen? Wo sind die denn? Oder die Brüder? Wo sind die denn? Wo sind die denn zu Hause? Da. Nee. Hä? Kann ich die nicht aussaugen? Doch, eigentlich schon. Müssten doch eigentlich im Westend sein. Wo sind die denn? Wieso sind die nicht aufgelistet? Warte mal.
Kann ja hier nochmal gucken. Da, Harrison Peterson. Nee, das ist auch Quatsch. Wir müssen hier hin. Hier sind die richtigen. Da. Baker. Die beiden Baker-Brüder. Sind beide aber krank halt, ne? Das ist kacke. Die müsste ich erstmal heilen, damit ich da ordentlich Blut rauskriege. Aber da sind wir auch so bei... Wie viel Blut wird das sein? 3.500 oder so? Ich glaube, die beiden nehme ich hops. In dem ist es schon sehr auffällig, dass ich den reichen Bezirk noch gar nicht so viel gemacht habe, ne? Ja, das ist, als ob ich hier so Fan von reichen Leuten wäre. Das können wir so nicht stehen lassen. Das heißt, die beiden Jungs, die gehen jetzt hops. Wenn ich den Weg rausgefunden habe. Und dann nochmal wichtig ist, Leben auffüllen. Wie komme ich denn hier am schnellsten raus? Das ist die Frage. Hier geht's ja zurück zur Mission, ne? Ja. Gehen wir mal hier lang. Was ist das hier eigentlich? Ist das sowas zum Bedienen? Nein. Einfach nur Manometer. Manometer. Okay, hier geht's zum Versteck. Dann müsste ich auch hier irgendwo rauskommen, ne? Ja, perfekt. Okay, im besten Fall sind wir schon im Westend. Ich brauche auf jeden Fall Erfahrungspunkte, damit ich durch das Aussaugen mehr HPs generiere, weil das habe ich neu gelevelt alles und das ist halt nicht so gelungen. Okay, wir sind auch wieder im Westend, das ist perfekt. Jetzt muss ich nach hier oben in dem Bereich, da sind die beiden Brüder. Die nehmen wir hops. Wenn ich am Unterschlupf vorbeikomme, gehe ich da auch hin. Hier ist ein Restaurant, vielleicht können wir das empfehlen. I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Guck mal, jetzt wissen wir auch, worauf wir achten müssen, ne? Haben wir hier schon mal eins ausgeschlossen. Perfekt. Hier sind wir auf dem Weg. Gucken wir hier auch nochmal nach einer Speisekarte. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Das ist ja cool. Durch Zufall wieder was gefunden. Okay, ich muss hier weiter. Und dann links. So, ist das jetzt schon mein Zuhause? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann gehen wir hier rein, stellen nochmal den Serum her. Gesundheitsserum. Dann werde ich die beide ausrüsten. Beziehungsweise, ich gucke mal, ob ich das Zweitbeste da noch ausrüsten kann. So, einmal hier rein. Wuppdiwupp. Dann an meinen schönen Tisch. Und jetzt brauchen wir... Guck mal, ich kann sogar 6 Stück mitnehmen. Das hat mir ja auch gefehlt. Oha. Ich habe leider nur nicht genug, nicht genug Zutaten. So heißt das Ding. Hier fehlt mir jetzt auch wässrige, kräftige Blutprobe. Speisendreck. Könnt aber hier nur noch eins herstellen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ui. Ich könnte auch Blutserum noch bauen. Wässrige, reichhaltige Probe. Und was brauchen wir hier? Kräftigende Probe. Naja, sonst müssen wir doch gleich nochmal zum Händler gehen. Und da nochmal Sachen kaufen. Aber kann auch sein, dass wir, wenn wir die beiden Brüder da hops nehmen, dass wir auch was noch bekommen. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, also da hatte der Typ, also dieser rote Blut-Dingensbummens, hatte ja recht, dass ich noch nicht fit genug bin. Für den letzten Kampf. Okay, ich guck mal hier nach einer Speisekarte. Ich würde die auch hops nehmen, es gibt ja auch Materialien.
So, was hat er? Bleistange. Und er hat Aluminiumfragment. Naja. Kann ich jetzt noch nicht so was mit anfangen. So, hier gucken wir jetzt nochmal nach einer Speisekarte hier im Umkreis, ne? Haben wir hier irgendwo was? Ich sehe hier nichts. Brauche ich natürlich auch ein Restaurant erstmal, ne? Das ist ja auch wichtig. Von mir Sheffield Import. Ne. Laufen ist auch nicht das Richtige. Im Park würde ich das jetzt nicht verorten. Guck mal, jetzt sind wir außerhalb vom Suchbereich. Das ist nicht gut. Gehen wir nochmal nach hier. Wie groß ist das Suchgebiet? Hier könnte ich das mir vorstellen. Gehen wir hier in die Gasse rein. Mann, Lady, sie nerven so mit ihrem Rumgespucke. Und dann explodiert sie auch noch so frech. Okay, hat sie irgendwas gedroppt? Nein, aber er. Oh, wasserkräftigende Blutprobe. Ich glaube, die brauche ich tatsächlich. Okay, gut. So, jetzt ist die Frage, finden wir hier noch eine Speisekarte, wo wir Informationen kriegen? Ich weiß, dass das hier ein Laden ist. Wir gehen da mal rein. Vielleicht können wir da was lesen. Ich denke aber nicht, dass wir hier irgendwie eine Menükarte bekommen. Mal weiter. Nö. Hier ist nix. Schade eigentlich, ne? Ist auch eher eine Bar und kein Restaurant. Gucken wir weiter. Aber hätte halt gepasst, so vom Suchgebiet her, ne? Oh, warte mal, da ist irgendwas. Oh, das ist irgendwas anderes. Lol, ich kann da gar nicht hin. Sehr witzig. Da wäre ich außerhalb. Was haben wir hier noch? Da können wir noch mal hingehen. Achso, das ist das. Das Büro. Das Büro, das keiner will. Ja, ich würde sagen, dann bleibt ja nur noch das hier. Der Temple Market ist noch im Suchgebiet mit drin. Gucken wir mal, ob wir hier eine Speisekarte finden. Hier sind auf jeden Fall auch nochmal Gegner. So, was haben wir hier? Da ist leider nichts drauf. Keine Speisen notiert. Da ist was. Okay, hier haben wir was. Was ist das? The Blind Gourmet. Oh. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Faszinierend. Guck mal, schon haben wir das Richtige gefunden für unseren Händler des Vertrauens. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Brüder Hobbs nehmen. Ja, sind wir hier genau richtig. Großartig. Bin begeistert. Sind wir hier? Nee, ich muss hier rein. Hier sind wir richtig. Gut, fangen wir erstmal damit an, die zu heilen, denen ein Medikament zu geben, damit wir die volle EPs bekommen. Hello, do you need my medical attention? Indeed. Indeed. You have not. Sounds so. Okay, auf Wiedersehen. Wir kürzen das alles ein bisschen ab. Good evening, Mr. Und jetzt noch dem hier was geben. I don't want. Says the doctor. Okay. Und jetzt gucken wir, kriegen wir volle EPs? Ja, 4000 sogar. Nice. Dann nehmen wir die beiden Hops. Kommen Sie mit. Sie wollten eh die Stadt verlassen. Ich helfe Ihnen dabei. Lalalum. Ich gehe in die richtige Richtung, ne? Ja. Die waren mir eh die ganze Zeit suspekt, die beiden Kollegen. Ja, guck mal, jetzt muss ich ihn ja ganz in die Ecke bringen.
Was man nicht alles für den Kampf, für die rote Königin alles so tun muss, ne? Aber gut, der hatte halt die Sachen, die ich brauche. So in the end, was it you we were waiting for? Ja, genau der Was our war's. destination? Percy kaputte Uhr. Okay. Dieser Bezirk wird bald durch deine Konsequenzen zu leiden haben. Nee, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Die vermisst doch keiner. So. Hello again, Doctor. Und du kommst auch mit. Der wie im Drive-In hier. Kann ich auch noch da gehen? Ja. Irgendwie in die andere Ecke. Schon cool, dass mich da keiner sehen kann dabei, ne? Also checkt keiner. Was erzählt er denn da? Mr. Albright? This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Ja, das stimmt. Okay. Sind hier noch Leute krank? Ja. Carol ist erschöpft. Good evening. Mr. Reed. Do you need my... Oh, please. Don't be shy. Thank you, sir. Don't be shy. Okay. Auf Wiedersehen. Goodbye. Nur damit wir so ein bisschen den Bezirk noch am Laufen halten, ne? So. Mr. Albright ist auch erschöpft. Bei dem fehlen mir noch richtig viele Informationen. Do you need... I'm afraid I'm... You'll quick... Thank you, Tom. Okay, haben wir sonst noch was? Nee. Hinweis benötigt. Ich denke mal, ich muss ihn irgendwie beobachten, ne? Goodbye. Der hat irgendwelche Machenschaften hier am Laufen. Ich muss ihn, glaube ich, einfach nur verfolgen. Aber... Nee. Die Zeit haben wir nicht. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, zum Händlerchen gehen. Da müssen wir eh hin, weil wir geben das ja ab. Jo. So machen wir das. So läuft der Hase. Falsche Richtung. Fahren wir sie lang. So. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch genug Ressourcen für ein Serum bekommen. Erstmal Good evening, Dr. Reed. A great night, what? sagen wir haben ein schönes Restaurant gefunden. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frite that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. 200 Schillinge kriegen wir dafür. Das ist ja stark. Okay, haben wir sonst noch persönliche Fragen an ihn? Nein, da brauchen wir noch einen Hinweis. Achso, das wollte ich gar nicht. Handeln. So. Was brauchen wir für Zutaten? Wir brauchen dieses wässriges Zeug, ne? Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Das ist sehr, sehr schade.
Könnt ihr natürlich noch gucken, was ich zerlegen kann an Pillendosen, um das rauszubekommen, ne? Ja. Okay, schade. Dann würde ich sagen, gehen wir in einen Unterschlupf, Level nochmal und dann gehen wir wieder in die Kanalisation und regeln das mit der roten Göttin. Beziehungsweise wir müssen ja auch noch Harriet Jones erledigen, ne? Das ist ja auch nicht unwichtig. Okay, wir gucken, was wir zerlegen können. Hier sind Pillendosen. Was kriegt das raus? Nichts. Okay, ja. Wässrige Kram kriege ich nirgendwo raus. Das ist schade. Das heißt so viel wie, wir können kein Heilzeug mehr herstellen. Ja, okay. Waffentechnisch würde ich jetzt auch nichts mehr machen. Könnten noch eins von dem herstellen oder zwei von denen. Machen wir mal so. Nee, Nacklo. Oh, ich habe gerade die Nacklo-Lösung aufgebraucht. Aber die könnte ich noch hier herbekommen. Aus der Pillendose, glaube ich. Nee. Scheiße. Auch hier. Hier kriegen wir noch genug davon raus. Sehr gut. Okay, dann haben wir 11 Mal heilen. Quatsch, 9 Mal. So, zählen muss man auch können. Blutregeneration wäre vielleicht auch interessant, das mal zu machen, ne? Oder? Ich denke ja. Dann brauche ich die Dinger nicht immer beißen. Dann bin ich ein bisschen unabhängiger mit dem Dodgen. Okay, davon auch natürlich. Dann haben wir da schön viele Serien. Ausdauer ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, aber nö, nix aber. Ich glaube, das ist okay. Da wir nicht auf Ausdauer angewiesen sind, ist das alles gut. Okay, jetzt noch leveln. Gucken, was hier so passiert noch. Medizintasche, 4 Sera. Wieso konnte ich dann 6 herstellen? Die du tragen kannst. Ja, das ist ja schon mal scheiße dann, ne? Und wir gucken erstmal, was wir hier so machen können. Wir müssen hier mehr machen. Na, wobei, nee, beißen können wir die ja nicht, die rote Königin. Aber das können wir machen. Schnelle Regeneration. Können wir uns nämlich noch ein bisschen Heilung da notfalls sammeln. So, ich glaube, das ist ganz gut. Okay, dann würde ich doch sagen, hier noch Serien. Damit wir auch alles mitnehmen können. Gut. Ich denke mal, so sind wir gut aufgestellt. Relativ gut. Ja, bestätigen. Die folgende Nacht. Ein paar haben wir geheilt, 2 haben wir getötet. In kritischen Bereich gerutscht. Nein, sowas. Und meine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Mir total egal. Wir wollen jetzt den Sieg holen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir alles ausgerüstet haben, was wir brauchen, nicht wahr? Hier können wir noch irgendwas ausrüsten, was auch immer. Okay, hier, das passt ja auch. Starke Regeneration und da haben wir leichte Regeneration. Da müsste ich dann im Kampf umswitchen, dass ich jetzt andere kriege. Aber das ist ein bisschen kompliziert, oder? Ich gehe jetzt hier auf Blut. Starkes Blutserum.
Ja, machen wir mal lieber so. Machen wir die beiden Kombinationen. Wollen wir mit zurechtkommen? Hier haben wir halt nichts mehr, ne? Also, ich hätte noch mal ein bisschen was zur Verteidigung leveln sollen, aber ist egal. Okay. Dann gehen wir wieder rein. In die Kanalisation. Nein, 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 nein. Dich wollte ich nicht. Sorry. Ich bin weg. Ich muss los. Oh, hier sind auch Vampirjäger. Geht weg. Ich will die Stadt retten. Au. Au. Jetzt einmal die Stadt retten, ne? Wirst du sofort hops genommen. Okay. Die ist echt durch, die Frau. Meine Güte. Können wir die vielleicht heilen? Nein, die ist gesund. Also die ist körperlich gesund. Das muss man sagen. Geistig ist sie... Oder psychisch ist sie kaputt. Okay, hier kommen wir nicht rein, oder doch? Oder doch? War das hier? Na klar war das hier. Rein da. Gut. Gucken wir mal, wie es jetzt ausgeht. Wir sind jetzt Level 37 statt 35. Das macht ja auch schon mal was. So. Das Gute ist, dass ich den Weg noch kenne. Status des Bezirks feindlich. Halte Harriet Jones auf. Ja. Was? Wir sind schon mittendrin. Nein, 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 nein. Junge, Junge, die teilt aber auch aus. Oh. Ist sie tot? Ja, sie ist tot. So. Sind wir gut vorbereitet, würde ich sagen. Ich will direkt loslegen. Nein, hör auf zu reden, ich will dich töten. Komm mal, fangen wir direkt an, ohne dass ich dich wehren kann. Das ist clever, oder? Nein. Nein. Au. Hören Sie auf damit, Lady. Ich übertreib's aber auch, ne? Au. Echt weh, ne?
die Moves, ne? Da kann ich nichts gegen machen. Eat, for this is my body. Okay, wenn sie die Kleinen ruft, habe ich eine Chance. Okay, das sollte ich nicht machen. Das tut weh. Meine Ulti ist tatsächlich nicht so geil gegen sie. Oh. Was? Sie hat das unterbrochen? Oh. Will mir Serum drücken. Danke. Okay, wir sind gut dabei jetzt. Hoffe ich. Oh. Okay, sie will nur die Kleinen auf mich hetzen. Das ist okay. Den können wir direkt aussaugen. Lecker, lecker. Geht weg, ihr kleinen Scheißerchen. Danke. Nein. Das ist nicht fair. Hör auf damit. Königin. Hören Sie auf. Jetzt wird gemessert. Oh, scheiße, tat das weh. Ich habe das falsche Serum eingepackt, glaube ich. Ich gebe ihr die ganze Zeit Blut, ne? Macht gar keinen Sinn. Naja. Wir schaffen es auch so. Lalala. Die sind stark. Ja, kommt her, ihr kleinen Scheißerchens. Au. Hätte ich nicht sagen sollen. Oha. Au. Au. Okay, wir können noch mal Ulti zünden. Nein. Vorbei mit dir. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. Ah ja. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us. Wir haben genug gelitten. Until the next time. Until the next time. Unfassbar. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. 'Cause I know what it was. 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 'Cause I know what it was
But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Aha. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal in diese stinkigen Untergrund kommen möchte. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Ja, ich suche sie. Ah, wo sind wir jetzt gelandet? Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Ich sollte mich beeilen. Oha, er schon wieder. Was möchte er denn? Möchte er mir Glückwünsche ausrichten? Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Ja. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child.
What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Okay, alles klar, wir sind Bescheid. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? Ichor sind ansteckend, sind weiblich. I noticed that all the Ichors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Ichors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. Okay. Was wird mit Ascalon geschehen? Das ist auch wichtig. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. Okay, alles klar, wir sind But Bescheid. Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. Oha, haben wir jemanden verpfiffen, ja? Okay. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. If you dare. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Ich bin zu alt dafür. Perhaps you now have so many subtle words Sehr you gut. no longer hear the simplest ones. Ach du Scheiße, wer sind denn deine Söhne? Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. Okay. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. Ich hoffe, es ist nicht Shakespeare. So that is all we are to you.
puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Okay, immerhin. Über William Marshalls Blut. Ja, komm, da wollen wir noch mal wissen, wo das herkommt. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? Das stimmt allerdings. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Okay, sind wir da schlauer? Dann nochmal das hier. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Jetzt wird's aber wild. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Okay, jetzt wissen wir die Wahrheit. Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Gut, sind wir ihn endlich losgeworden. Unseren Daddy. Gehen wir weiter, ne? Okay, hier kommen wir nicht rein. Skandal. I cannot enter. I cannot The castle enter. walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Yeah, let's sneak in, würde ich sagen, ja? Oder? Irgendwo werden wir rein sneaken. Ja, hier schon mal nicht. Ich hätte gedacht, dass man hier direkt rein sneaken kann, aber das geht auch nicht. Na gut, wir gehen hier weiter. Ja, das sieht doch schon eher danach aus. Hier kommen wir auch nicht rein, komischerweise. Aber hier ist auch eine dicke Öffnung. Gut. Finde einen Weg in das Schloss. Jetzt bin ich drin, jetzt kann ich die Tür auch von hier aufmachen, glaube ich. Und jetzt kann ich das versuchen. Als wir nochmal... Als ob. Nein, geht nicht. Okay. Dann suchen wir jetzt unsere Lady. Wo ist sie? Hier ist auch zu. Schade. Wir testen das aber, damit er sagt, was ist da los. The lady of the manor isn't expecting visitors. Der kleine Stalker. So, wer liegt hier überhaupt? Mary Englewood, geborene Whittaker oder so. Und hier Robin Englewood. Eine ganze Englewood-Familie hier doch. Schlimm, schlimm, schlimm. Was auch immer das heißen mag. Gehen wir mal hier weiter. Kommen wir hier rein? Nein. Da kommen wir hin. Ne, kommen wir auch nicht. Ich habe das Tor gar nicht gesehen. Ja, We have to find a way in. Den Grabstein können wir nicht lesen. Hier auch nicht. Gehen wir mal hier lang. Dum, 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 dum. Ah ja. Guck an.
Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. Oh. She must be here somewhere. Sollen wir ein Lied spielen? Nein. Alter Brief. Verehrte Lady Ashbury, haben Sie vielen Dank für Ihren jüngsten Brief und all die guten Neuigkeiten, von denen er zu berichten wusste. Ich kann es kaum erwarten, Sie endlich kennenzulernen, wenn Sie in London eintreffen. Der Garten liegt unter dem Sommerhimmel wunderschön da. Ich habe aber nicht vergessen, dass Sie aufgrund Ihrer anfälligen Gesundheit Hitze und direktes Sonnenlicht zu meiden wünschen. Sie sind jederzeit willkommen. Wir können dann über Ihre wundervolle Idee sprechen, ein Waisenhaus für junge Damen nach dem Vorbild des französischen Maison Royale de Saint-Louis zu öffnen. Leider wurde dieses Jahr geschlossen, als die Franzosen sich entschieden, oh Gott, ich will diese Worte gar nicht zu Papier bringen, ihrem König den Kopf abzuschneiden. Für einen solchen Ort, der begabten, aber armen Waisenmädchen Zugang zu guter Bildung gewähren würde, können meine Freunde hier in der Stadt sich mit Sicherheit begeistern. Sie können darauf zählen, dass ich Sie mit meinem Einfluss dabei unterstützen werde, Ihr Vorhaben zu einem großen Erfolg zu machen. Hochachtungsvoll Gräfin Alexandra Somerset. Gut. Hört da schon jemand laufen, oder? This castle is falling apart. Nein. Kann man so nicht sagen. Porträt von Elizabeth Blackwood von Jan Vermeer. Oh, Jan Vermeer, das ist ein bekannter Künstler, ne? Also. Was haben wir hier? Abschrift eines Briefes. Schloss Ashbury, 21. September 1795. Verehrter Mr. McAllister, als neue rechtmäßige Eigentümerin des Ashbury-Anwesens möchte ich schnell die überfällige Instandsetzung und Reparatur der Mauern sowie der Krypta des Schlosses in Angriff nehmen. Nur wenige Architekten hatte ich um Vorschläge gebeten, doch ihr respektvoller Ansatz bezüglich der Renovierung historischer Gebäude und ihre Erhaltung hat mich am meisten beeindruckt. Es wäre mir eine Freude, Sie zu treffen, wenn Sie Zeit fänden. Ich habe nur eine Bitte, ich möchte mit Ihnen persönlich und nicht mit Ihren Assistenten sprechen. Nächsten Monat wäre ein Treffen möglich. Jeder Abend ist mir recht. Sie können zum Schloss kommen oder ich kann Sie in Ihrem Büro aufsuchen, wie es Ihnen beliebt. Wenn Sie zum Schloss kommen sollten, könnte ich Ihnen zeigen, welche Reparaturen und wahrscheinlich aufwendigen Veränderungen ich für die Krypta im Sinn habe. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Lady Ashbury. Like most castles, this one has a crypt. And it holds something special inside. Aha. Something special in der Krypta. Na denn, wen haben wir hier? Porträt von Dr. Jonathan Reed. Von Elizabeth Ashbury, 1918. Aha. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you sleep. Okay. Na, immerhin hat sie mich an die Wand gehängt. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Was haben wir hier noch? Bild von Lady Ashbury in Paris 1888. Weiß ich ja nicht. Das ist ja nicht so toll geworden. Na gut, was haben wir hier? Oh, jetzt sind wir reingefallen. Nein, sowas. Wie konnte das passieren? Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Oh. Sieht aber schön aus. Ich hoffe, da sind keine drin, ne? So, hier müsste die Krypta sein, wahrscheinlich. Aber nee. Hier komme ich definitiv nicht rein. Okay, dann gehen wir hier weiter. Irgendwann werden wir die Lady Ashbury auch finden. Das ist der Haupteingang. This painting looks suspicious. This is despicable. This is despicable. Finde den Geheimeingang, sehe ich gerade. I have this thirst for blood. Einen haben wir noch. Ne, wir haben noch mehr. This is despicable. Wir müssen die Rattenplage hier im Schloss auch mal bekämpfen, ne? Aktiviere deine Sinne. L? L ist doch nicht richtig. Nein, das muss V sein. Aktiviere deine Sinne. Aha, was haben wir da? Guck an. A sword and a moon are the symbols I should look for.
Ein Schwert und ein Mond müssen wir finden. Ich weiß nicht, wo ich ein Schwert und einen Mond finden könnte. Wir gucken uns hier noch weiter um. Inverness, 11. Februar 1807. Verehrte Miss Ashbury, Sie hatten mich um die Überführung eines großen Sarges von der Temple Church in London in die Krypta von Schloss Ashbury in Schottland gebeten. Ich freue mich, Ihnen vermelden zu können, dass Ihr Ersuchen endlich genehmigt wurde. Meine Kutscher wurden darüber informiert, dass der Sarg aus Sicherheitsgründen stets von Wachen beschützt werden muss. Sie haben diese Person angeworben und sie werden uns in London erwarten. Außerdem wurden sie informiert, dass die Kutsche Flüsse nur über Brücken, niemals aber per Boot passieren darf, da das wertvolle Holz des Sarges und die Relikte in ihm auf keinen Fall Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt werden dürfen. Ein ausführliches Angebot für den gesamten Auftrag liegt diesem Brief bei. Nach erfolgter vollständiger Zahlung können wir umgehend gen London aufbrechen, mit vorzüglicher Hochachtung, Samuel Lewis, selbstständiger Unternehmer. Höchst interessant. Haben wir hier sonst noch was? Ist einmal nicht. Ja, also Schwert und Mond. Behalten wir im Hinterkopf. Das haben wir jetzt aufgeschlossen hier. Ich glaube, hier war ich ja gerade schon, ne? Das ist ihr Schlafzimmer. Da hänge ich an der Wand. Da bin ich runtergefallen und hier geht es auch nicht mehr weiter. Okay, dann haben wir doch alles gecheckt. Dann gehen wir wieder zurück. Da, wo wir das Rätsel lösen müssen. Ich muss ja den Geheimgang finden. Ich habe ihn ja eigentlich schon eher spät, würde ich sagen. Wir können ja nochmal weiter ein bisschen rumgucken mit den Vampirsinnen. Vielleicht finden wir ja das eine oder andere. Vielleicht lassen wir die auch aus. Okay, was haben wir hier? Porträt von Elizabeth und Jacob Blackwood in Versailles. Er sieht schon sehr vampirig aus, muss man sagen. Und sie eher nicht. Porträt von Lady Ashbury, von Vincent van Gogh. Also, hör doch auf. Die hat auch jeden gekannt. Inverness, 18. April 1907. Sehr geehrte Lady Ashbury, hiermit bestätige ich Ihnen, dass meine Männer am nächsten Montag zu Ihrem Schloss kommen, um mit den neuen Arbeiten an der Krypta und Ihrem Zugangsbereich zu beginnen. Die Pläne sind abgesegnet und ich werde persönlich vor Ort sein, um den Einbau der von Ihnen erbetenen Schlösser und Sicherheitsvorkehrungen zu überwachen. Seien Sie außerdem versichert, dass meine Männer die Anweisung haben, niemals die Krypta selbst oder in den ersten Stock des Schlosses zu betreten. Ich muss zugeben, dass ich stolz bin, die Arbeit fortzusetzen und zu verbessern, die mein Urgroßvater damals 1795 für ihre Vorfahren begonnen hat. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Angus McAllister. Okay, das hilft mir aber nicht weiter, ne? Tatsächlich. Aha, guck mal hier. Was haben wir hier? What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Ich spüre einen Mechanismus. Also, Schwert und Mond müssen wir finden. Das ist ein Schild, ne? Oder sowas. Was haben wir hier? Eine Blume. Ist auch nicht richtig, oder? Wir gucken mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier? Das ist doch schon mal ein Mond. One last switch and... Was? Ein letzter Schalter. Wo ist das Schwert? Weil er sagt, ein letzter Schalter, ne? Vielleicht drehen wir einfach hier auch nochmal dran. Here's another switch. I should keep looking. I should keep looking. Okay, wir haben... One last switch And? Ja. Wir gucken mal hier nach dem Schalterchen. Ist hier gar nichts. Kommen wir da hoch? Vermutlich nicht. Wo ist das Schwert? Vielleicht müssen wir ein Schwert bedienen. Ich gehe mal hier raus. Ah, gut, hier waren wir auch schon. Hier ist ja nichts. Nein, nein. Definitiv nicht. Wir müssen hier drin das Rätsel lösen. Können natürlich hier nochmal ein bisschen O drücken, ne? Sieht man dann die Switches? Nein. Definitiv nicht. Oha, oha, oha. Warte mal, hier ist doch noch einer. Mond und Schwert. Das ist doch richtig. Also, wir haben ja den Mond schon aktiviert. Perfekt. Das war jetzt auch ziemlich simpel, ne? Tatsächlich. Muss man ehrlich so sagen. Aber warum soll ich mich auch beschweren, ne? Okay. Na, dafür, dass hier renoviert wurde, sieht das doch ziemlich kackermist aus.
Uralter Foliant. Mir ist ein Engel erschienen. Okay. Das lesen wir erstmal nicht weiter. Das ist zu viel. Lesen ist nicht meine Stärke. Oder sagen wir mal, nicht meine Berufung. Okay. Oh, hier haben wir nix. Nada. Bin ja mal gespannt, wie wir die Lady Ashbury hier auch antreffen. You have nothing to be afraid of. Oha. Sie besucht ihren Vater. We abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Was soll das denn jetzt heißen? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Sie haben immer Now that I Fragen. stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Was? Was soll das denn heißen? Wo sind wir? Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Okay, das ist schon eine kleine Warnung, würde ich sagen. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. The city has suffered, but it will prevail in the end. A more cynical analysis would be that this is an acceptable catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation, and the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Ja. Warum ihn hier verstecken? Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here,
And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was, and still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Okay. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Believe me. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Okay. Sie hätten es mir sagen sollen. Wer sind Sie wirklich? Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Okay. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Why did he choose you? You should ask him that. Okay, mach ich. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. Not always, Jonathan. I remember how you killed that poor nurse for blackmailing me. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Be careful. Hallo, William. Wir müssen reden.
Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit.
During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Okay. Gut. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean?
I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Das tut doch nicht not. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing? Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fed. Mhm. So. Ja, ich würde sagen, das war mein Ende. Natürlich stellt sich die Frage, hätten wir ein anderes Ende quasi forcieren können, dass wir glücklich und ewig mit Lady Ashbury leben können? Ich denke, vielleicht. Aber eher wahrscheinlich nicht. Naja. Aber muss sagen, schön gemachtes Spielchen. Hat mir gefallen. Halt die Frage, ob wir das hier beenden können. Ja, können wir. Gut. Also wir kommen auch nicht mehr zurück irgendwo hin. Ja. Schön. Großartig. Dann sage ich erstmal bis hierhin. Danke fürs Zuschauen. Ich denke, ich bin später wieder on. Ja. Mit dem anderen Spielchen. Hier sind wir ja durch. War auch wieder eine tolle Zeit als Vampir. Hat Spaß gemacht. Gut, ich sag mal bis später. Ciao, ciao.